Leute, AMG GT Black Series. Lecco mio einfach. Ich finde es abartig geil. Hier, du darfst heute fahren. Ich habe was Schönes für dich. Das ist aber richtig nett von dir. Warte, wir switchen kurz den Ton. Jetzt ist nämlich dieser Ton hier an. Oh, Jens, was hast du mir da wieder mitgebracht, ey? Ha? Ja, Mercedes habe ich heute für dich klar gemacht. Hast du Mercedes klar gemacht? Junge, Lecco mio einfach. Ey, das muss man einmal ganz kurz wirken lassen, glaube ich, wie unfassbar brachial dieses Auto hier ist, oder? Leute, AMG GT Black Series, die neue Endstufe, der neue GT2 RS-Gegner von Mercedes, von AMG. Unmenschlich. Ich finde dieses Auto unmenschlich gut. Der ist so brutal, auch in dem Schwarz, wie der jetzt hier steht. Also ich glaube, ich würde den fast in Schwarz wählen. Nichts gegen den vom Gear Collector, liebe Grüße. Ne? Project One Edition ist natürlich nochmal mehr Flex. Na, wir kommen auch dich noch besuchen, den wollen wir natürlich auch noch sehen. Aber das hier ist wirklich eine Macht, Leute. Wir müssen echt ein bisschen über die Optik sprechen, glaube ich. Es gibt so viele Ecken und so viele Dinge hier, die ich so brachial finde. Wir fangen mal an mit der Carbon-Frontlippe. Komm mal her und film mal so von oben drauf, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie diese Carbonlippe hier raussteht. Das ist schon ein richtiges Schwert, ein komplettes Carbon-Schwert einfach hier vorne. Das ist schon mal Ansage. Dann Flaps an der Seite, ne, so ein bisschen natürlich vom Motorsport orientiert. Generell muss man ja sagen, Black Series ist ja schon so das Motorsport-ähnlichste, was du bei Mercedes bekommst. Und das Ding ist ja eigentlich, also man kann sich vorstellen, es ist wie ein AMG GT3 Rennauto von 2015 ungefähr. Also das fährt kaum langsamer. Ich glaube, das war 14 Sekunden langsamer, haben sie gesagt, auf der Nordschleife wie der GT3-Wagen. Absurd. Also absurd, es ist super viel Motorsporttechnik hier verbaut. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das Kleinste davon, ein kleiner Flap hier am Start. Was mich komplett wegknallt, sage ich euch ganz ehrlich, ist die komplette Draufsicht dieser schon riesigen Haube. Also wenn man das im Gesamtbild sich anschaut, dann finde ich es brutal. Brutal. Die Luftauslässe, die Carbon-Einsätze, die Vielfalt auch, ne? Hier die große Öffnung, die Vertiefung in der Haube, die verschiedenen Einlässe, Auslässe, Kanten, dann auch noch hier der Kotflügel, auch noch hier so gerillt. Also das ist selten eine Front gesehen, die mich so geflasht hat. Abartig, wirklich sehr geil gemacht, hammermäßig, das schaut so gut aus, so stimmig und so frech auch mit dem Schwarzcarbon. Ihr merkt schon, also ne? Also wenn man Motorsport-Fan ist, wenn man ein bisschen so Bock auf sowas hat, auf Racing, das Auto, dann kann man hier nicht stehen und nicht so tun, als wäre es abartig, mega geil. Die Proportion muss man auch mal kurz sagen, diese lange Schnauze generell beim GT ist immer crazy, ne? Die ist immer crazy, aber ich finde jetzt beim Black Series, jetzt wirkt's perfekt. Vorher fand ich das gut, aber jetzt mit diesen ganz vielen Spielereien noch, mit dieser mehr Aggression auch und dadurch, dass halt die Haube nicht so eine flache, platte Boom, hier I am, sondern dass es eben so viele Einkerbungen hat. Ich finde es abartig geil. Boah, lecco mio, oder? Lecco mio. So, natürlich Carbondach, Carbonspiegel, Carbon-Seitenschweller, der auch bis hier hingeht, ne? Also ist ein Teil, das zieht sich bis hier hin. So, alles Carbon. An der Stelle sei auch mal gesagt, hier sind Michelin Cup 2R Reifen drauf. Ne? Die haben hier diesen geilen Samt, wie sagt man denn? Ja, so ein samtiges Feel. Ja, so ein Samtfeel, ja genau so. Also, und das schaut auch gut aus. Also auf dem Schwarzen, das matcht auch noch mit den schwarzen, mit den schwarzen Bremssätteln. Cup 2R heißt halt auch volle, also ist eine Ansage, ne? Das ist halt der volle Rennreifen. Ne? Also auf meinem Porsche sind ja die Cup 2 drauf. Die Cup 2R haben wir auch auf der Rennstrecke getestet. Aber jetzt hier so für ein bisschen Spritztour. Say no more. So, an der Stelle sei auch gesagt, das Auto gehört LCE Performance. Das gehört mir. Also das Auto gehört Jens. Er hat es aber an LCE Performance ausgeliehen. Genau so Deswegen ist es. Vielen Dank, dass wir das fahren dürfen. Ist natürlich auch verlinkt. Ganz, ganz geil, dass wir hier dieses Auto am Start haben. Heckflügel. Ist einfach ein doppelter Heckflügel. Ihr seht das, er ist zweigeteilt. Mit doppelter Funktion, auch noch komplett verstellbar. Also man kann den hier 3 Stufen verstellen, hier ist ein Dämpfer drin, heißt der lässt sich auch noch steiler stellen für noch mehr Rennen, Racing
Performance, Abtrieb, je nachdem halt, wo man auch fährt. Jetzt für uns heute Autobahn, glaube ich, passt das so. Und dann hat man hier noch ein drittes Element, was sich auch noch verstellt. Also der hier stellt sich auch noch auf. Schau mal das an. Hier siehst du die Einschnitte. Also das klappt auch noch mal nach oben aus. Dann hast du einen Triple-Heckflügel hier am Start. So, kommen wir zum Diffusor, Daniel. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Part. Leute, ihr habt es schon richtig geahnt. Jens hat es schon gerochen, der Diffusor. So, jetzt kommen wir müssen aber ein bisschen weiter nach hinten gehen, weil wir müssen den ganzen Arsch in der kompletten Übersicht sehen. Jetzt schau dir das hier an. Der Diffusor, muss man sagen, ist eigentlich relativ dezent. Also der ist gar nicht so übertrieben. Na, die Finnen sind relativ schmal, allerdings auch hier unten, man sieht es, ein durchgängiger Unterboden, Luftleitlinien. Aber jetzt nicht so übertrieben, steht dem Auto so, aber finde ich enorm gut. Na, mit der Vierer-Abgasanlage, mit diesen breiten Kiemen, würde ich fast schon sagen, die der hier außen hat. Ne? Also das hier lässt den so breit wirken am Arsch. Das gibt dem Ganzen so eine Dynamik, dass ich echt sagen muss, also bis hierhin bin ich echt geflasht von diesem Auto. Ich bin echt geflasht. Ich war es schon, als ich es im Internet gesehen habe, war ich schon sehr angetan, dachte mir schon, ey, da habt ihr was richtig Geiles gebaut. Aber wenn man jetzt davor steht, ganz großes Kino, ey. Also wirklich, wir fahren einfach damit, ne? Genau, bevor wir einsteigen, wir können mal noch, sollen wir mal hier einmal die Haube aufmachen? Ja, mal safe. Hat jemand Alcantara bestellt? Ich hätte reichlich. Mit Orange auch noch. Bombastisch. Also der Spec, so wie der hier ist. Man könnte meinen, optisch taugt er dir. Man könnte meinen, ich bin angetan, ja. So, hier haben wir den 4 Liter V8 Biturbo in seiner mit Abstand stärksten Variante, Leute. 730 PS. Es gibt auch eine technische Veränderung, der hat eine flache Kurbelwelle. Das ist vom Rennsport übernommen. Einzige, habe ich jetzt schon gehört, wir werden es gleich mal testen, soundtechnisch soll das nicht ganz so geil sein. Ist jetzt natürlich auch der erste, der ein OPF drin hat. Hören wir uns einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Eins, was auch ganz geil ist, was man jetzt natürlich noch sieht, wenn man hier die Haube aufmacht, die ist natürlich Full Carbon. Ne? Also hier sieht man wirklich nochmal perfekt, komplett aus Carbon, richtig geil mit den Öffnungen hier. Also das ist schon frech. Hier steht auch Handcrafted bei Markus Pfeiffer. Markus, Grüße, gute Arbeit. Sehe ich das hier gerade schon mal, das hier. Hier, allein hier. Wie frech ist das? Geil. So. Dann erst Soundcheck oder erst Carporn? Erst Carporn und im direkten Anschluss Soundcheck. Okay. Weil ich habe den Sound auch noch nie gehört von meinem Auto. Gut oder ist nicht gut? Oh, Jens schaut kritisch. Bist du mit deinem Auto nicht so zufrieden, oder was? Ja, jetzt wo ich es von außen höre, sonst sitze ich einfach drin. Sonst sitzt du immer drin. Nee, aber sonst kennt man ja diese GTs, die immer so unnormal knallen. Die soundtechnisch sind ja wirklich immer brachial, ne? Ja. Ist jetzt ein bisschen weniger, würde ich sagen. Sehr, also im Stand sehr brav. Es ist schon dumpf und so weiter, aber wenn man die vorher kennt, die scheppern ja diese Fehlzündung, da als gäbe es kein Morgen mehr. Also so extrem ist es nicht mehr. Es hat nicht so diesen bassigen V8-Sound, den man von AMG so kennt, finde ich. Ne? Also vielleicht ist beim Fahren nochmal besser. Vielleicht müssen wir noch mal richtig warm machen, den Kollegen, oder? Ja, komm, wir fahren mal und dann gib ihm. Drück mal rein.
also doch schalten in der Lounge. Oh Gott. So, welcome. Und ich muss ganz kurz mich entschuldigen hier an der Stelle. Ich habe ja gesagt, keine Fehlzündung und es knallt hier direkt wieder hinten maximal raus. Ja. Jetzt schon, ne? Okay, ich habe nichts gesagt. Du kennst dein Auto wohl noch nicht so gut, oder? Ja, ich bin da doch noch nicht so viel mitgefahren. Merke ich schon, ne? Junge. Boah. Also, ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal so ein AMG GT gefahren bin, war das für mich so, ich fand den sehr komisch, weil der sehr spitz und aggressiv auf der Vorderachse war. Und das Heck hat sich immer so sehr lose angefühlt. Also nicht so, es hat mir nicht so gefallen. Aber jetzt hier nur die ersten Kurven, das erste Mal einlenken, es fühlt sich schon ganz anders an. Ganz anders. Komplett anderes Niveau. Ich liebe es, auf diese Motorhaube zu schauen beim Fahren. Ich fühle es komplett. Und die Lenkung fühlt sich viel besser an. Unglaublich geil, wie direkt das schon mal ist auf den ersten Metern. Jetzt fahren wir hier gerade durch eine Ortschaft. Jetzt machen wir springen mal kurz an eine gute Stelle und heizen nochmal. Jetzt sind wir doch wieder wach hier. Krankes Teil. Boah. Ey, was mir als erstes auf jeden Fall auffällt, ist diese unglaubliche High-Speed-Stabilität. Wenn du dich mit der hohen Geschwindigkeit hier durch so eine schnelle Linkskurve fährst, das ist ja gewaltig, wie der da liegt. Auf der Bremse. Boah, Junge. Ey, das hat mit Straßenauto schon gar nicht mehr so viel zu tun hier. Das ist schon Racing, ey. Das merkst du richtig, wie es den auf den Boden drückt, was der für eine Haftung hat bei der hohen Geschwindigkeit. Das erlebt man nicht so oft in der Form. Bei dem Straßenauto, wohlgemerkt. Jetzt drücken wir einmal richtig durch. Zack, 200, 240, 260, 280. Boah, ist das ist schon eine sportliche Kurve hier, um da mit 300 durchzufahren. Ey, aber schau, wie der liegt. Schau, wie der jetzt liegt. Eine 250 und die ist schon. Wir fahren gerade 250 hier eine Kurve lang und der klebt am Boden. Boah. Also das ist krass. Der Durchzug von dem Motor bombastisch. Über das komplette Drehzahlband hat man das Gefühl, Leistung ist da, schiebt. Man merkt ab 290 den Abtrieb tatsächlich. Also du merkst dann schon, dass der Abtrieb natürlich dann kontraproduktiv zum Highspeed wird und das gar nicht mehr so schnell ist, aber also nicht mehr so schnell die Geschwindigkeit wächst. Aber da sage ich ganz ehrlich, da bin ich auf jeden Fall auf Seite von Abtrieb, weil das macht ja unfassbar Bock, wie das Auto auf der Straße klebt. Also wie der wirklich gesettelt ist, total stabil, auch nicht mehr ich habe nicht mehr dieses Gefühl von diesem nervösen Heck, was ich sonst so bei dem bisschen immer so gespürt habe. So, jetzt ist mal noch Zeit, hier eine kleine 100-200 durchzufetzen. Topspeed noch was Besseres hinkriegen. Oh Junge, einfach hier nicht. Ey, der liegt so gut, dass ich mich einfach traue, mit 260 durch so eine schnelle Kurve zu fahren und das Gefühl habe, easy. Schau mal das an, ey.
1,3. Boah. Das ist richtig schnell. Also es ging vielleicht ein bisschen bergab. Aber ey, das Ding geht wie Dreck. Es geht wie Dreck und es liegt vor allem wie. Also mich beeindruckt so dieses geradeausfahren gar nicht mehr so, weil das können viele. Ne? Leistung, bisschen Gewicht schauen. Der hier hat jetzt, der ist ja gar nicht so leicht, muss man sagen. Der wiegt 1,6 Tonnen. 1,624, glaube ich, haben sie gesagt, haben sie den hier mal auf der Waage gehabt. Also das ist schwerer als GT2 RS, das ist vor allem auch schwerer als ein McLaren. Aber in keinem dieser Autos habe ich so dieses Gefühl von Abtrieb. Also ein GT2 RS hat Abtrieb, ja, aber der hier irgendwie, der gibt mir nochmal ein anderes Gefühl so von, boah, ich bin jetzt auf der Straße und ich klebe hier richtig fest. Also ganz geil. Einstellmöglichkeiten haben wir hier natürlich auch, so die üblichen, ne? Also so vom Interieur, alles Full Alcantara-Spec, das schaut jetzt nicht so anders aus, wie man das in einem AMG GT kennt. Man hat hier die Traktionskontrolle in, glaube ich, 9 oder 10 Stufen, die man verstellen kann, die sehr gut ist, die wirklich sehr gut ist. Wir wollten eigentlich einen Drag Race mit dem Auto machen, wir waren schon auf der Airbase. Es hat nur so stark geregnet, dass wir gesagt haben, aus Sicherheitsgründen, wir können da nicht 280 mit dem Wasser fahren, mit Semislicks. Aber ich habe mal im Nassen eine Beschleunigung probiert mit dieser Traktionskontrolle, also der Launch Control mit einem kalten Semislick im Nassen. Und wie das Ding trotzdem nach vorne ging, das hat mich so geflasht, das war gigantisch. Also da hast du richtig gemerkt, dass diese Traktionskontrolle unglaublich gut arbeitet, dass trotzdem dieser Reifen unglaublich gut auch im Nassen funktioniert hat und dieses Auto das kann. Also das war sehr geil. So, dann haben wir hier das AMG-typische Lenkrad, feiere ich sehr. Ultra nice, ne? Mit dem Drehrädchen hier. Achso, warte mal, hier gibt es noch Race. Wir waren gerade in Sport Plus. Da gibt es noch Race. Klar. Ich fand auch, das war nicht so sportlich. Also es war ein bisschen zu langsam, ne? Ja. Ist mir auch sofort aufgefallen, dass der noch nicht in Race war. Ja. Boah, war das ein Erlebnis. Also ich glaube, das ist eines der besten Autos, das ich bisher für die Straße gefahren bin. Ganz großen Respekt, Mercedes, das ist wirklich ein krankes Gerät. Ich liebe, wie das Ding sich bewegt, wie es handelt, wie es aussieht. Da stimmt echt einiges. Klar, jetzt kann man noch sagen, okay, Sound könnte lauter sein, aber da würde ich mal sagen, das wäre mir auch noch wirklich wurscht. Ganz, ganz großes Kino, geiles Auto, hammermäßig. Also, das hat Spaß gemacht, Leute. Bin ich mal sehr gespannt, was ihr zu dem Auto auf jeden Fall zu sagen habt. An der Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis, Freunde. Das hier ist das letzte Video, bevor wir in die Sommerpause gehen. Wir gönnen uns einen kleinen Break, dass wir mal durchschnaufen können und dann im September wieder richtig starten. Und es kommt auch noch etwas im August, was für mich sehr viel Bedeutung hat, nämlich mein erster eigener Song. Ich werde einen Song releasen mit einem Musikvideo und wollte mir deswegen einfach auch hier mal den Break nehmen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Geht einfach mal unvoreingenommen rein, lasst euch überraschen. Wem es nicht gefällt, alles gut. Wer Bock drauf hat, kann sich gerne reinziehen. Ich wollte es einfach für mich machen, hatte sehr Bock drauf und ja, für mich geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Deswegen, ich freue mich drauf, Leute. Wir sehen uns ganz bald wieder mit geilen Autovideos und frischen Drag Races. Bis dahin, genießt die Zeit, genießt die Sonnentage. Haut rein. Ciao.